Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und hier in meinem Urlaub in der wunderschönen Uckermark. Heute möchte ich dir was übers Komponieren erzählen, denn seit Jahren werde ich immer wieder gefragt danach. Wie machst du das? Wie entstehen deine Stücke? Wie geht das mit dem Komponieren? Kann ich das auch? Ja, würde ich sagen. Ich kann natürlich diese Fragen nicht in einem Satz beantworten, sondern ich muss dir da ein bisschen ausholen und was erzählen. Und ja, wenn ich so meine Geschichte, meinen Weg anschaue zu meiner Musik, da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Zunächst schon mal 3 wichtige. Entweder entsteht ein Stück, weil ich irgendwo an einem ganz intensiv schönen, beeindruckenden Platz in der Natur sitze und ja, das dann in Klänge verwandle. Oder es sind Gefühle in mir oder irgendetwas in mir, was ich dann rausbringe und auch in Töne, in Musik verwandelt. Und die dritte Möglichkeit ist, ich beschließe einfach, heute mache ich ein Stück, weil ich vielleicht jemand habe, der gerade anfängt, Harfe zu spielen und ich möchte einfach, dass es etwas Schönes gibt, was einfach ist. Das ist aber eher selten der Fall, dass ich das so bewusst beschließe. Ja, davon berichte ich dir jetzt erstmal so anhand meiner eigenen Kompositionen und dann möchte ich dir noch so eine Art Anleitung geben, wie du das mal ausprobieren kannst, selbst zu komponieren, deine Musik zu machen, zu spielen. Mein erstes Stück ist ja „Ebbe und Flut“ gewesen und das ist mir eigentlich einfach so passiert. Es war gar nicht geplant. Ich hätte nie gedacht, dass ich komponieren kann. Ich habe gerade mal 10 Jahre Harfe gespielt und ich habe nicht als Kind schon ein Instrument gelernt und musiktheoretisch bin und war ich eher etwas unterbelichtet. Das heißt, Basiswissen ja, aber mehr auch nicht. Und ich erzähle dir das, damit du weißt, du musst nicht wahnsinnig viel wissen oder sehr viel können, sondern du musst es einfach tun. Gut, jetzt werde ich dir ja viel erzählen. Das heißt, vielleicht möchtest du dir jetzt einen Kaffee machen und dir ein gemütliches Plätzchen suchen und ich schaue mich mal hier um und suche mir auch eins. Wir sehen uns gleich. Ja, Ebbe und Flut, meine erste Komposition. Das war ein bisschen wie ein Wunder für mich. Es gab einen Urlaub in der Bretagne und da war ein wahnsinnig schöner, weiter, einsamer Strand, an dem ich täglich spazieren ging und immer dieses Spiel von Wellen, Sand, Wind, Sonnenglitzern und wenn Ebbe und Flut sich abwechseln, das Rauschen und Gurgeln und diese Wasserströme, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich hatte immer den ganzen Urlaub und so schon immer diese Bilder in mir. Und irgendwann war ich wieder zu Hause und saß auf dem Sofa und ich war voller Sehnsucht. Ich wäre nichts lieber als sofort wieder dahin. Ja, und dann stand da meine Harfe und die war in A-Dur eingeklappt, weil ich das in diesem Sommer so gerne hatte, diese Tonart. Und ja, dann fing ich einfach an zu spielen. Meine linke Hand ging so an die Harfe und hat ein paar Quintoktavgriffe gespielt. Ich fand dann so ein paar Akkorde und merkte so: „Ui, das ist so meine Stimmung gerade, meine Sehnsucht, meine Wehmut ein bisschen, aber auch irgendwie diese Ruhe und diese Weite von diesem Strand.“ Und dann habe ich irgendwann die rechte Hand dazu genommen und gespielt und es ist für mich immer noch ein bisschen mystisch, wie das dann so geht, wie so ein Stück entsteht. Aber ja, nachdem die Stimmung klar war, hat dann die rechte Hand eher die Ruhe gespielt oder das Glitzern, das schnelle Gluckern des Wassers. Und nach 2 Stunden auf dem Sofa sitzen und Harfe spielen war mein erstes Stück geboren. Ähm, Im Anschluss daran ist eigentlich meistens die Musik im Urlaub entstanden an schönen Plätzen und ich
habe dann schon gedacht, das muss irgendwas mit Zeit haben, mit Ruhe haben zu tun haben. Aber es ging auch, wenn ich mich jetzt so am Samstagnachmittag oder Sonntag in den Wald setze, mit ganz viel Zeit mit der Harfe. Auch da sind Stücke entstanden, wie zum Beispiel der Waldkönig. Ähm, ja, die zweite Herangehensweise, was ich so gemerkt habe, wie Stücke entstehen können, das war auch total spannend, denn da hatte ich ein Wochenendseminar gemacht. Da ging es um äußere Räume und um den innersten Raum in mir selbst. Und wir hatten am Sonntag so eine Meditation und ganz nach innen in meinen innersten Raum und sollten uns dann einen Anker setzen, wie wir immer wieder dahin zurückfinden können, entweder über eine Farbe, ein Bild, ein Symbol. Bei mir waren es natürlich irgendwie gewisse Klänge, Frequenzen. Es war nicht direkt Töne oder eine Melodie, sondern einfach irgendwie so noch in der Schwebe. Und am Abend bin ich sofort nach Hause, habe mich sofort an die Harfe gesetzt und auch gleich diese Töne gefunden und war sehr überrascht. Und das war meine Musik, wirklich so. Der Titel ist Sommerblau, so habe ich es dann genannt. Und ja, es ist eine Musik, in die ich völlig eintauchen kann. Die habe ich mir dann auch fast eine Stunde aufgenommen, mich mit Kopfhörern hingelegt und bin völlig abgetaucht. Und es ist Entspannung pur für mich. Und ja, auch wenn mal was nicht so gerade passt, dann kann ich mir das anhören und fühle mich dann einfach wieder total in Ordnung. Also, das war eine Entdeckung, dass ich so dachte, die Musik gemerkt habe, die kann auch total von innen rauskommen, nicht von außen. Und es ist wunderschön gewesen. Am Anfang dachte ich, ich werde es gar nicht veröffentlichen, weil ich vielleicht nicht wollte, dass irgendjemand was dazu sagt, aber ich habe es dann unter einen Film vom Trapper Garden in Cornwall gelegt und ja, es passt da sehr gut hin, finde ich auch. Aber das ist eigentlich so meine Musik gewesen, die mich sehr überrascht hat. Noch was, was so von als Nächstes so von innen rauskam, war dann das Wolkenfliegen. Das hat ursächlich nichts mit auf der Wiese liegen und Wolken zuschauen zu tun, sondern mit einer anstehenden Knie-OP. Das war im Winter, es war nichts Großes, aber es war so ein bisschen mulmiges Gefühl, das ich so hatte, so: „Oh, jetzt liege ich dann da und komme dann so jetzt zur OP und Narkose und alles.“ Ja, das wollte ich nicht und habe gedacht: „Das wie will ich's denn, dass es sich anfühlt?“ Und dann hatte ich sofort so das Bild in mir, ja, wie auf 'ner Wiese liegen im Sommer, strahlend blauer Himmel über mir, schöne bauschige Wolken, die so verschiedene Formen haben, wo man einfach so gerne liegt und zuschaut und sehr entspannend ist. Und auch da stand die Harfe, die steht bei mir immer irgendwo neben mir. Und ich dachte, es geht ja um Leichtigkeit. Ich will mich entspannt und leicht fühlen und ich habe einfach alle Klappen nach oben gemacht. Ich wusste gar nicht so genau, was ich habe für eine Tonart, ist egal. Und dann hat die linke Hand wieder angefangen, diese Akkorde zu finden und lustigerweise habe ich dann dreimal diesen Ton, dreimal diesen Ton, dreimal diesen, den anderen viermal gespielt und ich fand das einfach total schön. Und dann hat die rechte Hand wieder irgendwas dazu gespielt, habe ich ausprobiert einfach. Und so ist Wolkenfliegen entstanden. Und ich bin dann auch mit dieser Musik, das war ja schon 3 Wochen vor der OP, innerlich in den Ohren, nicht mit Kopfhörer, aber so in mir und mit diesem Bild von diesen Wolken und ich im Gras liegen in die OP gegangen. Und das war alles gut. Ja, das Dritte ist, dass ich mal ausprobiert habe, mich hinzusetzen. So, ich mache jetzt ein Stück. Und zwar hatte ich Menschen, denen ich Harfenspielen beigebracht habe und ich dachte, es muss irgendwas geben für Anfänger, was einfach ist und schön ist und was dann ausbaufähig ist, wenn die immer besser werden. Und da dachte ich, ich nehme hier 2 Finger, das kann man schon ganz am Anfang, diese 2 Finger wechseln und hier nehme ich einen und dann so kam der Wasserfall. Der Wasserfall hat mir sehr viel Spaß gemacht und er ist tatsächlich sehr ausbaufähig, denn man kann diese 3 Finger benutzen, man kann aber dann auch den Quintoktav dazu und man kann sich da total austoben. Und ich mag dieses Stück, weil es so entspannt ist zu spielen und ja, selbst wenn ich mal irgendwo vorspiele, finde ich das immer sehr, sehr schön, weil es so einfach ist, aber nicht so klingt. Und ja, inzwischen habe ich vor Kurzem noch ein Stück mit 2 Quinten gemacht. Das werdet ihr sicher bald mal hören. Ja,
Dann lass uns mal anfangen. Wie geht das, deine Musik zu machen? Also ein wichtiger Punkt, der sich sicherlich bei meinen ganzen Erzählungen herauskristallisiert hat, ist Zeit haben, Muße haben, entspannt sein. Also, ich würde vorschlagen, nimm dir mal 2 Stunden Zeit. Dann der Ort. Such dir einen Platz, wo du ganz für dich bist, ganz entspannt sein kannst und wo du dich sehr, sehr wohl fühlst und vielleicht sogar noch ein sehr schöner Ort draußen, der dich inspiriert, was bei mir sehr oft der Wald ist. Dann fühle, sei vollkommen selbstvergessen, alles raus, alles Denken weg, was sonst da ist und fühle einfach, was jetzt gerade hier ist. Schau dich um. Schau dir die Umgebung an, das Licht, die Farben. Horch, was hörst du? Und wie fühlt sich das alles an? Schau ganz genau hin. Schau, wie du dich fühlst. Das Ziel ist eigentlich irgendwann das Draußen und das Drinnen eins werden zu lassen, sodass du dich verlierst in dieser Umgebung, dass du jetzt hier zum Beispiel diesen Wald, dieses Waldlicht, diese Wesen hier, alles fühlst in dir, um es dann über deine Hände und die Saiten in Klänge zu verwandeln. Das ist so dieser, ich würde fast sagen, alchemistische Prozess, der da stattfindet. Das Außen aufzunehmen, das Innen zu haben und dann über deine Hände in deine Harfe, in deine Saiten zu bringen. Nimm dir dafür wirklich Zeit, bis du so denkst, ja, ich bin jetzt, also bis du spürst, du bist jetzt ganz, ganz da. Gut, dann nimm deine Harfe und egal welche Tonart du eingeklappt hast, such dir Akkorde, die jetzt diesem Gefühl, dieser Stimmung, in der du bist, passen. Ich würde am Anfang 3 bis 4 nehmen, mehr braucht man auch gar nicht. Ich habe, glaube ich, nie mehr als 4. Das heißt, ich nehme den Quintoktavgriff, ihr wisst ja schon, ich liebe den, und spiele dann einfach auf verschiedenen Tönen den Quintoktavgriff und suche dann, wenn ich spüre auf einmal, oh, das da und dann das danach, oder dann das hier, das ist klasse. Und da probiere ich einfach rum. Manchmal findet man es schnell und manchmal nicht. Dann spiel diese Akkorde immer wieder hintereinander. Du kannst auch Einzeltöne nehmen. Und wenn du das Gefühl hast, das stimmt jetzt alles, das draußen, das drinnen, die Klänge stimmen, dann hast du es gefunden. Dann, wenn es noch nicht stimmt, korrigiere einfach einen Akkord nach. Dann nimm die rechte Hand irgendwann dazu und schau, überleg gar nicht, lass sie einfach spielen, ob sie einen Ton spielt oder mehrere, egal. Was ich anfangs gemacht habe, das kannst du beim Waldkönig hören. Nach der Intro fangen dann die Akkorde an und dann habe ich mit der rechten Hand, Tonleitern einfach hoch und runter, wieder hoch und runter gespielt. Es gab mir dann manchmal so ein Gefühl dafür, wie die Töne so reinpassen, die ich rechts habe. Aber du kannst es auch ganz anders machen, mit einem Ton, 2 oder 3. Es gibt auch Muster, die man nehmen kann. Ich habe sowieso vor, noch ein zweites Tutorial zu diesem Thema zu machen, das etwas praktischer ausfällt, wo ich dann vielleicht mich wohin setze und wirklich versuche, mal so vor Ort, nicht in 2 Stunden, vielleicht mal in 10 Minuten, zu finden, wie fühlt sich das, was gibt es für eine Vermischung von diesem Platz und mir und den Klängen. Und da kann ich dir dann auch zeigen, was du rechts einfach noch dazu nehmen kannst, wenn du am Anfang unsicher bist. Ja, das Ganze ist spannend, finde ich immer, und es ist ein Abenteuer und man weiß nie ganz genau, was da jetzt rauskommt dabei. Und darum möchte ich dir auch sagen, dass es da gar nichts zu bewerten gibt, weder von dir noch von jemand anderem. Es ist nicht schön oder nicht schön, es ist falsch oder richtig, da gibt es gar nichts. Das ist einfach, es sind Klänge und es ist Musik und es ist Musik, die gerade jetzt in Verbindung mit dem Ganzen aus dir herauskommt. Und es ist manchmal spannend. Manchmal bin ich total gut drauf und fröhlich und lustig und ich sitze zu Hause und spiele halt so rum. Ich tue das ja inzwischen oft. Und dann kommt da was ganz Melancholisches raus und ich wundere mich und staune. Ja, dann ist es so und es ist schön. Genieße deine Klänge.
genieße es einfach, was da kommt. Und noch ein Tipp, nimm dich auf. Spätestens früher nach einer Stunde, 1,5 habe ich gemerkt, da kommt jetzt wirklich so, das wird eine Musik, das wird 'n Stück. Und dann habe ich das Handy neben mir liegen gehabt und habe es aufgenommen. Und es ist schön, das einfach später anzuhören. Und manchmal, wenn da eine Woche oder ein paar Tage dazwischen sind, dann ist es gleich noch schöner, weil so am Anfang denke ich mir: „Ja, ist das was? Es ist doch nichts. Doch, es ist deine Musik.“ Und ich freue mich sehr, wenn du dich auf dieses Abenteuer einlässt und es ausprobierst. Und ja, mit der Zeit wird es einfacher und leichter und du brauchst gar nicht mehr so lange, um dann Stimmungen aufzunehmen und zu spielen. Aber es ist und bleibt ein Abenteuer, weil man nie ganz genau weiß, was dabei herauskommt, was gerade in dir ist und was da gerade für Klänge kommen. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte, und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, was für Erfahrungen du damit hast und wie du damit experimentierst. Und vielleicht kriege ich sogar mal was zu hören. Du kannst mir auch gerne eine private Nachricht oder eine E-Mail schreiben. Auch da freue ich mich. Und ja, ich spiele dir jetzt einfach noch mal diese Klänge von Ebbe und Flut vor, diese Akkorde. Und dann vielleicht andere in der gleichen Tonart, dass du weißt, was ich damit meine. Zum Beispiel Ebbe und Flut hat diese Akkorde. Wenn ich rechts ein bisschen was dazu nehme. Das war für mich gleich dieses Gefühl dann, als ich das so hatte. Wenn ich was ganz anderes nehme, zum Beispiel, klingt es nicht mehr nach dieser Sehnsucht und nach diesem Strand. Ganz anders. Hätte jetzt nicht gepasst. Also nimm dir Zeit, das auszuprobieren und zu suchen, was zu deiner Stimmung passt. Du kannst auch noch mal das Tutorial 2 anschauen. Da habe ich, ja, 3 Akkorde hintereinander dir gezeigt und die dann auch versetzt, eigentlich die gleichen Abstände, aber versetzt, und das hat eine völlig andere Stimmung gegeben. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, da noch mal reinzuschauen in den Fairy Flow. Ja, das war's jetzt für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche dir ganz viel Freude damit, mit deiner Harfe und mit dem Ausprobieren. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.